Gyros. So einfach und so schnell. Du wirst begeistert sein. Meine Tochter, die kann nicht genug davon bekommen. Die will immer mehr davon. Ja, das war richtig ein toller Urlaub. Und das Rezept ist der reinste Hammer, was wir da mitgebracht haben. Ja, hier habe ich jetzt einen Teelöffel Kümmel, den ich mit dem Mörser jetzt gut verteilen muss da drin, also klein stampfen. Ja, und das merkst du dann auch, desto besser du das dann klein verreibst da drin. Der Duft von dem Kümmel, das geht alles wunderbar auf. Das riechst du einfach schon, das merkst du. Da kommt der Kümmel besser zur Geltung. Ja, jetzt habe ich hier wieder meine kleine Mühle. Da habe ich meine Knoblauchzehe schon rein. Und die Knoblauchzehe das entsprechend jetzt klein gehäckselt. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich meinen Kümmel mit dazu reinpacken kann. Und kann das mit dem Kümmel da drinnen auch nochmal klein mahlen. Dann kann der Kümmel doch noch von der Intensivität noch besser sich entfalten. Und ich kann dir sagen, das hat wunderbar geklappt. So, jetzt habe ich hier mein Fleisch, das ich jetzt hier klein schneide, so wie man das entsprechend ja für den Gyros danach auch braucht. Und ich kann dir eins sagen, ich bin jetzt bei dem Duft von dem Kümmel und den Knoblauch, habe ich schon richtig Urlaubsgefühle wieder bekommen. Der Duft, der steckt so toll an. Kennst du das, wenn du im Urlaub bist und du nimmst eine Flasche Wein und trinkst die da danach und der Duft, der kommt wieder hoch und dann fühlt sich wie in Urlaub reinversetzt. Ja, beim Wein nimmst du die mit, dann ist das nicht. Aber wenn du nachher zu Hause bist und das mit dem Gyros, da hat das wunderbar geklappt. Ja, und jetzt bin ich schon danächst. Weiter geht's mit einer Zwiebel, die ich jetzt hier klein schneide. Und die Zwiebel muss jetzt wirklich ganz, ganz fein geschnitten werden. Weil desto dünner, desto feiner die ist, desto besser wird das einfach danach bei dem Gericht. So, jetzt habe ich hier ein Schälchen, da habe ich mir meine Gewürze schon parat gemacht. 2 Teelöffel Majoran, 2 Thymian und Paprika edelsüß. Das habe ich alles da schon drin vorbereitet und das kommt jetzt zu dem Fleisch da oben drüber dazu. So, jetzt habe ich hier von meinen kleinen Häcksler noch die Sachen. Das war ja meine Knoblauchzehe, die ich klein gehäckselt hatte, mit meinem Kümmel. Das kommt jetzt noch mit da oben drüber. Den Rest von der Zwiebel, den hatte ich auch noch mit klein reingetan und das noch mit gehäckselt. Das kommt jetzt in die Dose. Die Dose verschließe ich jetzt hier. Und dann wird sie kräftig geschüttelt, damit das Ganze sich schon gut verteilt. So, nachdem ich das jetzt richtig schön durchgeschüttelt hatte, mache ich das Ganze nochmal auf, verteile das Ganze nochmal, schaue, ob auch überall gut das verteilt ist. Und als nächstes geht es ja schon weiter, dass jetzt hier meine Zwiebelringe, die ich jetzt hier habe, in der Schale drinne gut verteilt werden, oben drüber. So, hier nochmal schließen und nochmal kräftig schütteln das Ganze. Hopsa, meine Kamera. Also musst du wirklich gut schütteln, dass es ja wunderbar alles gleichmäßig verteilt ist. So, nochmal aufmachen. Wir sind ja noch nicht fertig. Ja, jetzt wird das Ganze nochmal gut verteilt, die Zwiebeln untergemischt. Da hätte ich eine größere Schale nehmen sollen, dann wäre das etwas einfacher gewesen. Ja, als nächstes brauche ich jetzt hier noch Zitrone. Und da habe ich jetzt 2 Esslöffel Zitrone, die ich brauche. Also ich habe da jetzt einen Teelöffel zwar in der Hand, aber es müssen 2 Esslöffel sein. Ich hatte mich vergriffen, aber es hat dann nachher von der Masse jetzt dann trotzdem daran auch gepasst, was ich da entsprechend gebraucht habe. Jetzt habe ich hier Olivenöl parat. Das hatte ich mir schon abgemessen. Und zwar 6 Zentiliter Olivenöl sind das, die jetzt noch mit in die Schale mit reinkommen. Und das Ganze natürlich jetzt wieder gut durcharbeiten. Und das Spielchen kennst du ja schon, Deckel drauf zu. Ja, und das Ganze ist ja ein ganz schnelles Blitzrezept eigentlich, das geht rucki zucki. Und schau mal, was ich jetzt hier eingeblendet habe. Ich habe ein neues Buch auf den Markt gebracht, was jetzt fertig ist. Blitzschnelle Heißluftfritteuse. Ja, und da sind Rezepte drin, wo das Gericht 5, 6, 7 Minuten, maximal 10, 12 Minuten dauert und nicht länger. Du wirst es lieben. Ja, also hier nochmal kräftig kurz durchschütteln. Und ab geht's jetzt damit in den Kühlschrank für 30 Minuten oder über Nacht. Ja, und jetzt geht es hier auch schon weiter mit meinem Salat. Ich habe hier Eisbergsalat.
Den will ich ja dann nachher mit unter meinen Gyros drunter packen. Ich habe jetzt im Prinzip so ein Pita-Brot, das ich mir da vorbereitet habe, und darauf kommt der Eisbergsalat. Ich brauche ja nicht allzu viel dafür für uns zwei. Da habe ich mir eine Schale hier vorbereitet und das kommt jetzt hier in diese Schale entsprechend rein. Dann habe ich jetzt Tomaten, die ich mir jetzt hier auch so in so eine einzelnen Scheiben schneide. Also eine Tomatenscheiben, die kommen nachher noch mit oben drüber. Den Strunk hier hinten noch raus. Da auch noch den Strunk raus. Und der Rest noch klein geschnitten dazu. Dann habe ich hier Champignons. Ich habe mir überlegt, ich kann da ein paar Champignons auch mit dazu packen. Da schneide ich mir jetzt auch so eine dünnen Streifen von den Champignons ab. Also ich habe nur einen gebraucht, mehr habe ich da gar nicht gebraucht. Und die packe ich jetzt mir auch auf diese Schale erstmal drauf. Dann habe ich hier noch von meinem Zitronensaft, den träufle ich oben drüber, und noch hier einen Rest von der Zitrone, die auch noch da war. Das kommt jetzt da entsprechend auch noch mit drauf verteilt, weil Zitrone auf Champignons drauf, dann werden die Champignons nicht braun. So, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mir doch so eine Schale hole, und zwar, dass ich das trenne, dass ich die Tomaten und die Champignons in eine Extraschüssel packe und meinen Salat nachher separat. Weil ich möchte das hier unterschiedlich auch noch etwas würzen. Hier habe ich jetzt meine Aiola Gewürzmischung, die ist richtig lecker. Die passt auch super dazu. Die habe ich jetzt gerade noch über diesen Salat oben drüber gegeben und vermische das Ganze jetzt, arbeite ein bisschen drunter durch. Dadurch, dass ich jetzt wunderbar geteilt habe, kann ich jetzt rausnehmen und kann jetzt hier meine Champignons und meine Tomate, den Mozzarella-Tomatensalz noch etwas würzen. Ja, und jetzt ist es schon so weit, dass ich rüber zu meinem Airfryer gehe, den einschalte auf 205 Grad, 4 Minuten, und heize den entsprechend vor, weil das ist beim Fleisch das Beste, wenn du den jetzt kurz mit vorheizt. Ja, inzwischen habe ich mein Fleisch aus dem Kühlschrank wieder geholt und das sieht schon richtig gut aus vom durchgezogenen, und das Ganze kommt jetzt schon in die Heißluftfritteuse. Die Heißluftfritteuse ist fertig mit der Vorheizphase. Jetzt habe ich den hier aufgemacht, habe hier unten mein Backpapier, was ich unten reinlege, und da drauf kommt jetzt die Grissplatte. Das hat einen super Vorteil, dass die Platte entsprechend nach unten drunter nicht schmutzig wird und aber auch dies, was jetzt durchfällt, aufgefangen wird. Jetzt kommt das Gyros unten drin wunderbar schön gleichmäßig verteilt etwas. Ja, zu, einstellen 81 Grad, 10 Minuten, Airfryer und Start. Ja, hier habe ich jetzt so eine Art Pita-Brot, das ich entsprechend jetzt hier auseinandernehme. Ich brauche jetzt für uns nur 2 Scheiben und nicht, also 2 Stück und nicht alle 4 Stück, die dabei waren. Und die 2 Stück, die nehme ich jetzt auseinander und die kommen jetzt in der Heißluftfritteuse. Nach 7 Minuten habe ich die geöffnet und da lege ich jetzt diese Scheiben oben drüber, nachdem ich jetzt erstmal den Gyros hier nochmal etwas rüber verteile. Aber du siehst, der sieht schon richtig lecker aus, schon richtig gut aus. Also der ist schon eigentlich fertig, kann ich sagen. Deswegen habe ich jetzt diese 2 Scheiben auf der einen Seite und die anderen 2 Hälften auf der anderen Seite in die Heißluftfritteuse rein. Ja, und das Ganze lasse ich jetzt nochmal für eine Minute. So, das ist schon fertig, die Minute ist rum. Ich habe die Pita-Brotstücke rausgeholt aus der Heißluftfritteuse auf den Teller. Der Salat kommt jetzt als erstes auf die Scheibe oben drauf. Jetzt brauche ich noch meine Tomaten und meine Champignons. So packe ich das entsprechend jetzt oben auf das Pita-Brot oben drauf. Dann habe ich jetzt hier mein Knoblauch, das mein Mann immer so gerne isst. Das muss unbedingt oben drüber. Ja, und jetzt habe ich hier noch meinen fertigen Gyros, der oben drauf kommt. Und du siehst, das ist wunderbar. Das gibt ein tolles, also hat richtig toll geschmeckt, kann ich dir sagen. Ja, also ich habe es nicht zu viel versprochen, oder ich verspreche dir nicht zu viel, wenn du das nachkochst, dass du kommst, denkst an Griechenland, an Urlaub. Das schmeckt richtig klasse, richtig toll. So, Deckelchen noch drauf. Ja, schau mal. Sieht das nicht richtig lecker aus? Richtig, richtig toll. Ja, Grins, jetzt hätte ich eine Flasche Wein noch aufmachen müssen und die noch dazu.
Urlaub mitten in der Woche, das wär's doch. Tschüssi, hätte ich beinahe gesagt. Wie schmeckt dir's? Gut. Ja, so lecker war das und so toll hat das geschmeckt. Aber jetzt kommt noch was ganz Tolles. Schau dir mal an, was ich jetzt hier zeige. Ja, siehst du? Dadurch, dass unten drunter das Papier war, habe ich so gut wie keine Reinigung von der Heißluftfritteuse. Ich nehme jetzt mit dieser Zange, nehme ich jetzt diese Platte unten raus. Ja, und hier unten, wenn ich das Papier jetzt mal zusammennehme, ja, da siehst du jetzt unten drunter, dass der Boden so gut wie sauber geblieben ist. Du brauchst noch mit warmem Wasser und Tuch das Ganze abwischen. Das Gute ist aber, diese Zwiebeln, was alles da durchgefallen war, das kann ich jetzt weiter noch verwenden. Das kann ich über meinen Kürbis drüber machen. Oder wenn ich wollte, könnte ich daraus jetzt auch eine Soße machen. Und du kannst also so Papier da drunter legen und wenn du Soße oder dergleichen machen willst, von dem, was unten runter abtropft, kannst du das dafür nutzen.